Willkommen zur KI-Podcast-Reihe der FIS-Gruppe, da wo künstliche Intelligenz nicht nur gedacht, sondern auch gemacht wird. In 3 kompakten Episoden werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen unserer KI-Forschung und zeigen, wie Unternehmen echte Mehrwerte aus künstlicher Intelligenz ziehen können. Von eigenen Embedding-Modellen über intelligente Agents bis hin zu der Frage, wie KI nachvollziehbar und vertrauenswürdig wird. Wir sprechen mit den Köpfen hinter der Technologie, stellen konkrete Anwendungsfälle vor und blicken auf das, was noch kommt. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist ein Embedding Model und warum braucht man dafür eine eigene Entwicklung? Dazu spreche ich heute mit André Osigus, AI Solution Engineer bei der Medienwerft und technischer Leiter in der FIS AI Solutions Gruppe. Der André wird berichten über FismWasp Multi, das ist ein KI-Modell, das so einiges kann. Verschiedenste Datentypen zusammenbringen, sinnvolle Verknüpfungen erkennen und auch neue Wege zur Datenanalyse eröffnen. Und natürlich auch, wie genau das funktioniert. Hallo André, schön, dass du heute dabei bist. Hey, danke für die Einladung. Sehr gern. Fangen wir mal direkt an mit der ersten wichtigen Frage. Was ist denn eigentlich ein Embedding Model? Ja, ein Embedding-Modell ist erstmal ein KI-Modell, welches in der Lage ist, Daten in Zahlen zu konvertieren, um genau zu sein, in Vektoren. Und was dabei passiert, ist, dass dieses Embedding-Modell versucht, die Features und Merkmale in diesen Daten in den Vektoren zu repräsentieren. Also dass diese Zahlen, diese Vektoren so angeordnet sind am Ende, dass sie trotzdem noch den Sinn der Daten beinhalten. Und das kann man meist am besten irgendwie mit einer Analogie erklären. Also wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, man hätte jetzt ein Büro, ein Büroraum, sein eigenes Büro und man hat seinen Schreibtischstuhl oder seine Maus und seine Tastatur in diesem Raum liegen. Dann haben diese Objekte einen festen Ort. Und so haben diese Vektoren im Embedding-Raum auch einen festen Ort vom Embedding-Modell bekommen, nach ihrem Sinn und Nutzen. Also die Maus liegt neben der Tastatur, der Schreibtischstuhl steht am Schreibtisch und nicht irgendwo am Fenster, sondern da, wo es am meisten Sinn ergibt. Das ist ein anschauliches Beispiel, das kann ich mir gut vorstellen. Und warum habt ihr jetzt in der FIS-Gruppe ein eigenes Embedding-Modell entwickelt? Ja, also angefangen hat es ja eigentlich damit, das hatten wir auch in einer der ersten Folgen, glaube ich, schon mal, da haben wir die erste Version von FismWasp entwickelt. Da ging es darum, verlässlichere Aussagen in einem generativen Modell zu erzeugen. Dafür haben wir dann die erste Version FismWasp erzeugt und dann hatten wir dieses Jahr die Idee, wollen wir das nicht einen Schritt weiter gehen? Wollen wir nicht ein vielseitigeres Embedding-Modell entwickeln, weil wir die Technologie super spannend finden? Und was genau kann jetzt euer Embedding-Modell FismWasp Multi, was andere Modelle nicht können? Ja, spannend dabei ist, wir können eigentlich alle Daten, die maschinenlesbar sind, verarbeiten und dadurch verschiedenste Datentypen in einen Zusammenhang bringen und daraus dann Schlüsse ziehen. Also ob es jetzt Bilder sind, ob es jetzt Texte sind, ob es jetzt Tabellen sind, Tracking-Daten oder auch Sensordaten. Also da sind die Grenzen offen. Alles, was irgendwo maschinenlesbar sind, auf einem Computer landen kann auch in unser Embedding-Modell landen. Und dadurch haben wir wirklich wahnsinnig viel Use Cases, die wir damit abbilden können. Okay, du hast jetzt schon gesagt Use Cases. Wechseln wir mal kurz den Blick nach außen auf die Unternehmen, nämlich die das am Ende einsetzen. Was hat man denn als Unternehmen davon, wenn man das Embedding-Modell FismWasp Multi einsetzt? Ja, also in erster Linie kann man dadurch neue Use Cases ermöglichen, neue Daten erschließen oder Daten, die vorher da waren, besser nutzen. Also ein ganz häufiges Beispiel, was es eigentlich immer ganz gut erklärt, sind Tracking-Daten bei zum Beispiel einem E-Commerce-Dienstleister. Die werden eigentlich immer erhoben, egal auf welcher Webseite du bist, aber nur bei einem sehr kleinen Bruchteil wirklich vernünftig genutzt. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man diese Tracking-Daten dann auch wirklich nutzen kann für Echtzeit-Recommendations oder andere Use Cases. Was sind denn da genau die Benefits von FismWasp Multi? Ja, also Recommendations bzw. Recommendation Engines kennen wir ja schon seit Jahren. Die können auch ohne KI funktionieren und sind auch eigentlich sehr breit gestreut im Einsatz. Das Spannende jetzt bei FismWasp und einer Reco Engine ist, dass wir die Möglichkeit haben, eben alle Daten zu nutzen. Also wir können sagen, wenn jetzt ein User auf die Webseite geht, können wir gucken, wo hat er bis jetzt draufgeklickt, wie hat er sich verhalten, was hat er bisher gekauft.
Was ist es für ein Nutzer? Was ist sein Nutzerverhalten und Kaufverhalten? Und das alles in diese eine Recommendation zu überführen. Und das geht eben deswegen so gut, weil wir eben diese Embedding-Technologie zugrunde legen. Wir können also sagen, wir packen in diesen Vektorraum nicht nur unseren User und unsere Verkaufshistorie, so wie es bisher üblich ist. Das ist meist so der übliche Fall von einer Recommendation, also zu gucken, hey, was hat er bisher gekauft, was hat er sich vielleicht angeguckt, sondern wirklich das Nutzerverhalten in Echtzeit tracken zu können. Und das können wir eben mit so einem FISM-WASP-Modell, weil diese Modelle auch wahnsinnig effizient sind. Wenn wir jetzt überlegen, ein User geht auf eine Webseite und muss erstmal 3-4 Sekunden warten, bis seine Empfehlungen geladen werden im Warenkorb, dann würde er sie wahrscheinlich gar nicht mal sehen. Und mit so einem Embedding-Modell, wie es FISM-WASP 1 ist, können wir sehr, sehr schnell agieren, weil es auch wahnsinnig effizient ist. Weil im Hintergrund steht am Ende nur eine mathematische Operation, und zwar die Entfernungsberechnung zum nächsten Vektor, also was steht am nächsten am Schreibtisch. Und in dem Fall ist es dann das Produkt, was wir dem User empfehlen. Okay, klingt sehr hilfreich. Was ich mich gerade noch frage, wie sieht es denn mit dem Thema Datenschutz aus? Ja, also dadurch, dass wir das alles bei uns selber in unseren Rechenzentren entwickeln, können wir das Datenschutzthema so sensibel handeln, wie wir wollen. Also da ist eigentlich alles gewährleistet, was in EU- und DSGVO-Richtlinien gefordert ist. Und da sind wir auf der sicheren Seite. Also die Daten liegen komplett bei uns. Sie wandern nicht ab auf externe Dienstleister, sondern das komplette Training und der komplette Betrieb von so einem Embedding-Modell läuft bei uns im Rechenzentrum. Das heißt also, da auch Entwarnung für alle Unternehmen, die das einsetzen wollen. Sie wissen, dass sie den Datenschutzrichtlinien der EU entsprechen. Das ist doch Ja, auch eine genau. sehr gute Nachricht. Da können wir dann auch wirklich sensible Daten nutzen. Das ist dann auch wieder ein weiterer Case. Also wenn es dann darum geht, medizinische Daten zu nutzen. Wir hatten da letztens einen Kunden in der Richtung, wo wir Symptomchecker überlegen zu entwickeln anhand von Embedding-Modellen und so weiter. Also da sind die Grenzen offen für uns. Okay, danke. Das war jetzt das Beispiel E-Commerce. Kannst du auch noch andere konkrete Anwendungsfälle beschreiben? Ja, also einen ganz, ganz spannenden Case hatten wir tatsächlich auch letzte Woche ein Gespräch mit einem Kunden, ist die Anomalieerkennung. Also wenn man nicht darüber spricht, ob jetzt der Schreibtischstuhl am Schreibtisch steht, sondern ob er eben gerade nicht am Schreibtisch steht. Also dann, wenn etwas schief geht. Mhm. Und das ist vor allem auch in der Fertigung super wichtig und super relevant, weil da war es bisher sehr schwierig, KI-Modelle einzusetzen, weil es sehr teuer ist, diese zu trainieren, sehr teuer ist, die Daten zu beschaffen. Und das vereinfacht für FISM-WASP ungemein. Und dadurch können wir jetzt so eine Anomalieerkennung sehr, sehr einfach umsetzen. Aber auch das Beispiel Visual Search oder Search im Allgemeinen, da haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten. Also wir können eigentlich alle Daten nutzen und die über eine Suche erschließen. Okay, super. Das sind auf jeden Fall sehr konkrete Anwendungsfälle, die hilfreich erscheinen. Habt ihr auch in Zukunft noch weiteres geplant? Also werdet ihr da weiter forschen und entwickeln? Ja, also da sind wir tatsächlich gerade am Überlegen, was ist mit FISM-WASP 3. Also jetzt gerade haben wir FISM-WASP V2 entwickelt, das ist FISM-WASP Multi, wie wir es auch nennen. Und FISM-WASP V3 soll eben noch einen Schritt weiter gehen und in dem Fall ein generatives Modell werden, weil es ist super spannend, weil Embedding-Modelle generell kann man in ein generatives Modell übertragen. Das kann man mit einfachen Embedding-Modellen machen. Und jetzt wollen wir schauen, wie können wir das mit einem Modell wie FISM-WASP Multi schaffen und dadurch eben dann auch alle Daten in der Theorie generieren können. Wow, das klingt spannend. Dann sage ich schon mal vielen Dank für den Einblick. Wir werden ja auch noch weitere Themen zum Thema KI besprechen in den 2 weiteren Folgen. Und erstmal an der Stelle vielen Dank dir, André, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, gerne. Tschüss.